Frühjahr 2022 führte eine Meldung über eine Entführung zu einer gefährlichen Verfolgungsjagd mit hoher Geschwindigkeit, die mit einem tödlichen Unfall auf der Interstate 25 in der Nähe von Santa Fe, New Mexico, endete. Bei dem Frontalzusammenstoß kamen 2 Menschen ums Leben. Nachdem die Frau auf die Polizeiwache gebracht worden war, erzählte sie ihre Geschichte. Am 2. März 2022 gegen 11 Uhr morgens verließ der in Santa Fe lebende Richard Muser sein Haus in der Wohnsiedlung Vizcaya in der Nähe des St. Francis Drive, um einige Besorgungen zu erledigen. Auf dem Parkplatz seines Hauses sah er eine Frau, die in Not war. Sie befand sich in einem weißen Chevrolet Malibu, der quer zu seinem Auto geparkt war und ihm den Weg versperrte. Richard sah, wie die Frau mit einem Mann stritt, der mit ihr im Auto saß. Nach wenigen Augenblicken rief sie ihn um Hilfe. Richard wählte den Notruf, doch in der Zwischenzeit fuhr der weiße Malibu davon. 8 Minuten später entdeckte ein Polizeibeamter aus Santa Fe das Auto, schaltete Blaulicht und Sirene ein und versuchte, es anzuhalten. Daraufhin beschleunigte das Auto, wich im Stau aus, überfuhr mehrere rote Ampeln und wendete. Nach wenigen Minuten schlossen sich weitere Polizeifahrzeuge der Verfolgung an. Der weiße Malibu bog auf der Interstate 25 auf der Gegenfahrbahn nach Süden ab. Mit einer Geschwindigkeit von etwa 80 Meilen pro Stunde schlängelte sich das Auto durch den Gegenverkehr. Bei den Notdiensten gingen Anrufe ein. Officer Robert Duran folgte Officer Norris an zweiter Stelle und verfolgte das Auto mit hoher Geschwindigkeit. Unterdessen fuhr Officer Romera parallel auf der Gegenfahrbahn in südlicher Richtung. Sie hofften, eine Gelegenheit zu finden, das Auto anzuhalten. Möglicherweise hätten sie den Fahrer blockieren und zum Anhalten zwingen können, wenn er noch einmal auf der Autobahn gewendet hätte. Der weiße Malibu fuhr weiterhin mit hoher Geschwindigkeit entgegen der Fahrtrichtung. Die Sirenen der Streifenwagen von Duran und Norris, die ihn verfolgten, waren die einzige Warnung für die in Richtung Norden fahrenden Autofahrer. Viele fuhren beim Hören der Sirene auf den Seitenstreifen, aber nicht alle reagierten rechtzeitig. Der Fahrer eines schwarzen GMC-Pickups versuchte, den Malibu zu umfahren und prallte frontal gegen den Streifenwagen von Officer Duran. Nach diesem schrecklichen Unfall fuhr ein weiterer Beamter aus Santa Fe, der in sicherem Abstand hinter ihm fuhr, in ein anderes Fahrzeug, das der Malibu auf die Gegenfahrbahn geschleudert hatte. Eine Kamera am Armaturenbrett des Sattelaufliegers hielt den Moment des Unfalls fest. Der Malibu rammte 2 weitere Fahrzeuge, von denen das zweite ziemlich schwere Schäden davontrug und von der Autobahn abkam. Danach trafen Polizeibeamte ein, um den Schaden zu begutachten und Hilfe zu leisten. Ein Beamter, der auf dem South Highway unterwegs war, beobachtete, wie das Entführungsopfer aus dem Auto stieg und davonlief. Die Frau, die aus dem Auto stieg, wurde als die 46-jährige Janine Hero identifiziert. Sie wurde sofort ins Krankenhaus gebracht, um die Verletzungen zu behandeln, die sie nach eigenen Angaben bei der Verfolgungsjagd erlitten hatte. Als die Rettungskräfte am Unfallort eintrafen, stellten sie fest, dass der 43-jährige Vater von 2 Kindern, Officer Robert Duran, bei dem Unfall ums Leben gekommen war. Der Fahrer des GMC-Pickups, der 62-jährige pensionierte Feuerwehrmann Frank Lavada aus Las Vegas, erlag ebenfalls seinen Verletzungen. Frank war Ehemann, Vater und Großvater. Er begann als freiwilliger Feuerwehrmann, stieg zum Ingenieur bei der Feuerwehr von Las Vegas auf und ging schließlich in den Ruhestand. Frank war ein liebevoller und aufopferungsvoller Freund und Familienmensch. Er engagierte sich zudem aktiv im Leben seiner Kirche. Robert Duran war Vater von 2 kleinen Söhnen. Er war seiner Familie zutiefst verbunden. Robert liebte die Natur und war mit 43 Jahren ein aktiver Jäger und Motorradfahrer. Der Verlust des Beamten war ein schwerer Schlag für die Polizei von Santa Fe und die Gemeinde. Unmittelbar nach dem Vorfall wurden zusätzliche Kräfte angefordert, da die Strafverfolgungsbehörden die Autobahn in beide Richtungen sperrten und mit der mühsamen Durchsuchung der umliegenden Büsche auf der Suche nach dem flüchtigen Mark Lopez begannen. Die Polizei versandte eine Mitteilung an die Anwohner mit der Aufforderung, zu Hause zu bleiben und die Türen zu verschließen. Sie warnten, dass sich ein bewaffneter Mann wahrscheinlich in der Gegend aufhalte. Die Schule wurde geschlossen und lokale Veranstaltungen abgesagt. Eines der größten Hindernisse, mit denen die Strafverfolgungsbehörden in den ersten Stunden zu kämpfen hatten, war das Fehlen einer detaillierten Beschreibung des mutmaßlichen Entführers.
Nach dem Vorfall stand Janine unter Schock und konnte nur bruchstückhafte Angaben zur Person des Mannes machen. Janine wurde zur Polizeistation gebracht, um dort weiter mit den Ermittlern zu sprechen. Sie erzählte dem Ermittler White Harville von der Staatspolizei New Mexico alles, was sie über den mutmaßlichen Entführer wusste, einen Mann namens Mark Lopez. Janine wusste, dass Mark 2 Söhne hatte. An diesem Tag trug er ein rotes Hemd, eine schwarze Jacke und eine schwarze Hose. Sie kannte sein Geburtsdatum nicht. Sie konnte keine detaillierte Beschreibung seiner Gesichtszüge liefern. Janine erzählte, wie der Vorfall an jenem Morgen begonnen hatte. Er habe in der Nähe des Hauses eines Freundes von Mark begonnen. Sie sagte, sie hätten sich gestritten und er habe sie geschlagen. Janine erklärte, sie sei am Kopf getroffen worden und habe wohl für kurze Zeit das Bewusstsein verloren. Sie erinnerte sich nur an einzelne Momente des Vorfalls. Die übrigen Details waren verschwommen. Janine fuhr fort, ihre Verletzungen zu beschreiben. Eine Schnittwunde an der Oberlippe sowie Verletzungen an Kopf, Brust und Hals. Mit der Zeit zeigten sich Widersprüche in Janines Schilderung. Sie führte die Kopfverletzung als Grund für ihre Verwirrung an. Sie sagte, sie sei bewusstlos gewesen, als sie wieder zu sich kam. Die tödliche Verfolgungsjagd war bereits vorbei und der Angreifer sei in den Wald geflohen. Die Beamten am Tatort ließen den Chevrolet Malibu nicht aus den Augen. Wichtig ist, dass diese Beamten sahen, wie Janine aus dem Auto rannte. Sie stieg auf der Fahrerseite aus, obwohl sie behauptete, nicht am Steuer gesessen zu haben. Agent Harville fragte sie, wie ihr Ex-Freund aus dem Auto gestiegen sei. Sie konnte diese Frage nicht beantworten und sagte, sie sei verängstigt gewesen. Die Schlüssel für den Malibu wurden in ihrer Tasche gefunden, als sie in den Polizeiwagen gesetzt wurde. Bemerkenswert ist, dass Janine keine sichtbaren Spuren von Verletzungen aufwies, die sie nach eigenen Angaben während der Entführung erlitten hatte. Die Polizei erhielt einen Durchsuchungsbefehl für den Chevrolet Malibu und stellte fest, dass auf dem Beifahrersitz, auf dem Janine angeblich während der Verfolgungsjagd gesessen hatte, so viele Gegenstände lagen, dass es unwahrscheinlich erschien, dass sie dort Platz gefunden hatte. Außerdem löste bei der Kollision nur der Airbag auf der Fahrerseite aus. Nur Janine wurde beim Aussteigen aus dem Auto gesehen. Niemand außer ihr sah Mark Lopez nach dem Unfall. Die Daten des Bordcomputers zeigten zudem, dass die Gewichtssensoren auf dem Beifahrersitz anzeigten, dass sich dort niemand befand. Dennoch erzählte sie den lokalen Reportern ihre Geschichte und dankte den Mitarbeitern der Strafverfolgungsbehörden, die ihr nach eigenen Angaben das Leben gerettet hatten. Die vom Lenkrad entnommene DNA stimmte mit Janines DNA überein. Auf dem Pullover befand sich kein Benzin, obwohl sie behauptete, während der Entführung damit übergossen worden zu sein. Janine wurde zu einer zweiten Befragung vorgeladen. Sie blieb bei ihrer Geschichte, selbst als sie allein im Raum war. Die Ermittler zeichneten ihr Verhalten mit einer verdeckten Kamera auf. Das Auto war 2 Tage vor dem Unfall in Las Vegas gestohlen worden. Und es war nicht das erste Mal, dass Janine ein Auto gestohlen hatte. Sie hatte eine umfangreiche kriminelle Vergangenheit, insbesondere was Autodiebstähle und Verfolgungsjagden betraf. Im Oktober des Vorjahres stahl Janine einen Lastwagen und lieferte sich erneut eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Später behauptete sie, nicht sie selbst, sondern ihr Freund habe am Steuer gesessen und sie sei nur eine unfreiwillige Mitfahrerin gewesen. Dann gab es im September 2021 einen Vorfall, bei dem sie in der Nachbarstadt Seoul in eine weitere Verfolgungsjagd mit der Polizei verwickelt war. Dort wurde auf einer Überwachungskamera der Moment festgehalten, als das gestohlene Fahrzeug gegen einen Zaun prallte, bevor es wieder auf die Straße fuhr. Damals sagte Janine den Hilfs-Sheriffs, dass sie erneut gegen ihren Willen festgehalten worden sei. Bei der Untersuchung dieses Vorfalls kam Janines Beschreibung ihres Entführers seltsam bekannt vor. Ein Mann in einem roten Hemd, einer schwarzen Jacke und einer schwarzen Hose. Die Polizei, die diesen Vorfall untersuchte, kam zu dem Schluss, dass sich niemand sonst im Auto befand. Die Staatspolizei spürte Mark Lopez auf, dessen Fotos und persönliche Daten nach der Fahndungsmeldung in den sozialen Netzwerken verbreitet worden waren, und schloss ihn als Verdächtigen aus. Mark Thomas Lopez war nicht an dem Vorfall beteiligt. Er hatte Janine Hiro nie getroffen, wurde jedoch aufgrund des Namens, den sie der Polizei genannt hatte, als potenzieller Verdächtiger identifiziert.
3 Tage nach dem schrecklichen Unfall, der 2 Staatsbediensteten, Ehemännern und Vätern das Leben kostete, erhob die Polizei von Santa Fe gegen Jeanine Hero Anklage wegen zweifachen Mordes 1. Grades. Die Polizei von New Mexico kam nach einer gründlichen Untersuchung zu dem Schluss, dass es weder eine Entführung noch einen verdächtigen Mann gab. Im Jahr 2024, nachdem ein vorgeschlagenes Plädoyerabkommen in diesem Fall gescheitert war, stand Jeanine Hero vor Gericht. Außerdem wurde sie wegen schwerer Körperverletzung bei der Flucht vom Tatort, Fahrzeugdiebstahls, Falschaussage und fahrlässigen Fahrens angeklagt. Die Staatsanwaltschaft erhob gegen Jeanine in 2 Punkten Anklage wegen Mordes 1. Grades, von denen keiner den Nachweis erfordert, dass die Tötungen vorsätzlich begangen wurden. Der erste Tatbestand greift, wenn die Tötung während der Begehung einer anderen Straftat erfolgt, wenn die Tat während der Begehung einer anderen Straftat begangen wird, beispielsweise bei einem Autodiebstahl und der Flucht vor der Polizei. Der zweite Tatbestand entspricht einem Mord durch besonders rücksichtsloses Verhalten. Jeanine zeigte Missachtung menschlichen Lebens und musste wissen, dass ihre Handlungen zu schwerer Körperverletzung oder zum Tod führen würden. Die Verteidigung argumentierte, dass die Polizei von Santa Fe ihre eigenen Vorschriften für Verfolgungsjagden bei hoher Geschwindigkeit verletzt habe, indem sie den Malibu mit gefährlich hoher Geschwindigkeit auf der Interstate verfolgte. Rechtsanwalt David Silver stellte die Frage, warum die Verfolgung nicht abgebrochen wurde, angesichts des Risikos für die beteiligten Beamten. Es wurde unterstellt, dass nicht Jeanine, sondern eines der Opfer für den tödlichen Unfall verantwortlich war. Officer Duran trug nach dieser Darstellung die Schuld daran, dass er die Verfolgung fortgesetzt hatte. Robert Duran hatte jedoch allen Grund zu der Annahme, dass er raste, um das Leben einer verängstigten Frau zu retten, die von einem labilen und gefährlichen Fahrer mit vorgehaltener Waffe festgehalten wurde. Sergeant John DeBaker erklärte, dass Entführungen zu den schwerwiegendsten Herausforderungen gehören, mit denen die Polizeibehörde konfrontiert ist. Ihre Reaktion spiegelte die Schwere der Situation wider. Ein Polizeibeamter aus Santa Fe räumte ein, dass einige Bestimmungen der Dienstvorschriften bezüglich der Verfolgung möglicherweise verletzt worden seien, da es keine Begrenzung für die Anzahl der Beamten gab, die an der Verfolgungsjagd teilnehmen durften. Zu diesem Zeitpunkt ging man jedoch davon aus, dass mehr Beamte erforderlich seien, um Jeanine vor dem Entführer zu schützen. Obwohl der Anruf bei der Notrufzentrale ursprünglich von einem Dritten kam, war Richard Müser klar, dass sich ein Mann im Auto mit dem Opfer befand. Jeanines tatsächlicher Freund, ein Mann namens Jerry Chavez, war mit ihr in dem entführten Malibu, als sie um Hilfe rief. Der Mann, der den Rettungsdienst anrief, tat dies aus eigenem Antrieb, da er Jeanine und den Mann im Auto gesehen hatte. Auch in anderen Punkten enthielt ihre Geschichte einen Funken Wahrheit. Sie hatte sich im Auto gestritten, wie sie der Polizei gegenüber angab. Allerdings war ihr Streit nicht gewalttätig und Jerry hatte nicht versucht, sie zu entführen. Sie war wütend auf ihn und wollte, dass Jerry aus dem Auto aussteigt. Als er sich weigerte, wandte sich Jeanine an Richard und behauptete, Jerry habe ein Messer gehabt. Natürlich ließ sie Jerry später vollständig aus ihrer Geschichte heraus. Später fanden die Ermittler verschwommene Aufnahmen von Überwachungskameras, auf denen zu sehen ist, wie jemand aus dem Auto steigt, bevor die Verfolgungsjagd der Polizei begann. Die Aufnahmen bestätigten Jerrys Aussage, dass er, nachdem seine Freundin um Hilfe gerufen hatte, aus dem Auto gestiegen und weggegangen sei. Jeanine sagte vor Gericht nicht aus. Ihre Darstellung der Ereignisse, die im Widerspruch zu den Sachbeweisen und Zeugenaussagen stand, wurde von der Staatsanwaltschaft gründlich angefochten. Das letzte Argument, das David Silver vorbrachte, lautete, dass die Anklage wegen Mordes 1. Grades unbegründet sei. Es gab keine Beweise dafür, dass Jeanine wusste, dass ihre Handlungen zum Tod einer Person führen würden. In ihrem Schlussplädoyer erklärte die Staatsanwaltschaft den Geschworenen, dass die Verfolgungsjagd notwendig gewesen sei. Nach mehrstündiger Beratung fällten die Geschworenen ihr Urteil. Jeanine Hero wurde des Mordes 1. Grades für schuldig befunden. Bei der Strafzumessungsverhandlung nutzte Jeanine die Gelegenheit, sich bei den Familien Duran und Lovat für das zu entschuldigen, was sie durch ihre schlechten Entscheidungen angerichtet hatte, obwohl sie keine Bereitschaft zeigte, eine entsprechende Strafe zu akzeptieren. Die Aussagen der Hinterbliebenen beider Familien waren herzzerreißend
und unterstrichen die Aufrichtigkeit, mit der die Opfer ihre Pflichten als Staatsbedienstete erfüllt hatten. Richterin Mary Marlowe Summer schenkte Janines Bitten um Gnade kein Gehör und zeigte sich bei der Urteilsverkündung unzufrieden mit dem Verhalten der Verurteilten. Zum Zeitpunkt der Urteilsverkündung war Janine Hiro 49 Jahre alt. Sie wird wegen Mordes mindestens 60 Jahre im Gefängnis verbringen, bevor sie auf eine vorzeitige Bewährung hoffen kann. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.